Der BMW M5 in der 5. Generation. Ein Kraftpaket im sportlichen Maßanzug oder wie die MG mbH ihn nennt, eine hochdynamische Business-Limousine. Angetrieben wird der M5 von einem neu entwickelten hochdrehenden V8-Triebwerk mit 2 Turboladern. Mit 560 PS ist das der stärkste jemals in einem Serienmodell der MG mbH eingesetzte Motor. Ein maximales Drehmoment von 680 Newtonmetern zwischen 1500 und 5750 Umdrehungen. S63 ist die interne Bezeichnung des Motors, der den Saugmotor des Vorgängers ablöst. Gesteigerte Leistung und Drehmoment bei gleichzeitig weniger Verbrauch waren wichtige Entwicklungsziele beim neuen Motor. So wurden die Ansaugluftseite und die Abgasseite entdrosselt. Aus dem Verdichter gelangt die Luft direkt in den Ladeluftkühler und dann auf kürzestem Weg in den Motor. Abgasseitig wird das Abgas aus dem Turbolader direkt in den Katalysator geleitet. Eine weitere Besonderheit dieses Motors ist genau das, dass wir innerhalb des V-Winkels die gesamte Abgasanlage installiert haben. Was wir damit erreichen können, ist, dass wir die Zylinder zusammenführen, die möglichst großen Zündabstand haben und damit möglichst wenig negative Beeinflussung haben. Hier sieht man sehr deutlich, dass wir die Zylinder zusammenführen von 2 verschiedenen Bänken. Das ist nur möglich, wenn wir die Abgasseite in dieses V legen. Dadurch erreichen wir auch bei einem Twin-Scroll-Lader, dass wir bis zum Turbolader die Abgasströme trennen können. Damit gibt es keine negativen Beeinflussungen, kein Rückströmen. Wir haben einen sehr kontinuierlichen Strom von Abgas auf die Turbine und können damit die gesamte kinetische Energie, die im Abgas steckt, auch zum Antrieb der Turbine nutzen. Stichwort Verbrauch. 9,9 Liter Durchschnittsverbrauch im EU-Testzyklus. Ein guter Wert für das 4,4 Liter Hochleistungstriebwerk. Möglich ist das durch diverse Effizienzmaßnahmen, wie etwa die Valvetronic, eine Steuerung der Einlassventile. Will man nur cruisen, öffnen die Ventile nur wenig, die Luftmenge im Zylinder ist gering. Wird mehr Dampf benötigt, machen die Zylinder richtig auf und entfalten die volle Leistung. Es dauert nur 4,4 Sekunden, dann schlägt die Nadel bei Tempo 100 an. Nach 13 Sekunden bei 200. Höchstgeschwindigkeit ist 250, allerdings elektronisch abgeriegelt. Die Kraft des Motors an die Hinterräder erfolgt über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das heißt 2 Getriebe in einem. Es geht los mit den beiden Kupplungen. Wir haben hier die innere Kupplung für die Gänge 2, 4 und 6 und die äußere Kupplung für die anderen Gänge. Hier die Pumpe für die Ölversorgung, hier die Schmierung und das Herzstück natürlich die Zahnräder. Die Gänge 2, 4, 6 sind auf dem oberen Teilgetriebe untergebracht, die Gänge rückwärts 1, 3, 5 und 7. Und über eine Konstante erfolgt die Kraftübertragung an die Hinterräder. Das Getriebe bietet verschiedene Schaltprogramme im manuellen und im Automatikbetrieb. Von Sparen bis Extremsport lässt sich alles einstellen, weil Mechanik und Elektronik zusammenspielen. Ein Herzstück stellt das Mechatronikmodul dar. Hier sind einige Sensoren untergebracht, zum Beispiel die Drucksensoren, Geschwindigkeitssensoren und berührungslose Wegsensoren, die jederzeit die Position der Gänge bestimmen. So lässt sich dann entspannt gleiten oder sportlich um die Straßen jagen. Um die Dynamik des Heckantriebs zu erhöhen, haben die Ingenieure die variable Differentialsperre weiterentwickelt. Die Ansteuerung erfolgt über einen Elektromotor. Wir nutzen hier die Parameter Motordrehzahl, Raddrehzahl, Gierrate vom Fahrzeug und weitere Parameter. Es wird berechnet und die Sperre wird proaktiv vorgespannt. Nicht wie beim Vorgänger durch die Differenzdrehzahl beim Rad. Die Vorspannung geschieht hier über dieses Lamellenpaket, ähnlich wie beim Vorgänger, jedoch angepasst auf das höhere Drehmoment. Durch diese elektronische Unterstützung erfolgt eine Anpassung des Sperrmoments, das zwischen 0 und 100% betragen kann in Sekundenbruchteilen, und das Durchdrehen eines Rades wird verhindert. Nicht ganz unwesentlich bei einem Auto mit diesem Leistungspotenzial sind Fahrwerk und Bremse. Die Bremse ist ein sehr hoch beanspruchtes Teil. Wir haben hier ja 560 PS und 680 Newtonmeter installiert in dieses Auto. Wir haben eine M-Compound-Bremsanlage an der Vorderachse
Wir haben hier einen Aluminium-Innentopf, eine schwimmend gelagerte 400 mm innenbelüftete Bremsscheibe mit Gewichtserleichterungsbohrungen und wir haben erstmals den 6-Kolben-Festsattel in Blau mit den M-Insignien. Zu den vorgestellten technischen Neuerungen gesellen sich noch eine ganze Reihe anderer, die im neuen M5 stecken. Ab 102.700 € bekommt man die Hightech-Rennmaschine mit Straßenzulassung.